So, meine lieben Freunde der leichten EDV, dann kommen wir mal zum letzten Flash-Tool, was ich euch für die Bittrex Miner noch vorstelle. Und damit flashen wir direkt die ESP Miner Factory Default zum Beispiel und können auch da die Werte anpassen. Dieses GitHub-Projekt zeigt uns eigentlich erst einmal so das Vorgehen hier in der ganzen Geschichte. Wir haben hier ESP Miner. Das ist ein ESP-Software für ESP32 Firmware für Bittrex und geht bis Nerdminer auch hoch. Da kann man so auch ziemlich mit alles mit flashen, was Bittax draufsteht. Vom Prinzip ist es alles relativ einfach. Ihr braucht als Voraussetzung Python 3.4. Wie ihr das installiert, könnt ihr dann hier nachgehen. Also unter diesem Link ist das nochmal schön genau beschrieben. Dann, wenn Python installiert ist und läuft, dann installiert ihr euch das Python Install Upgrade Bittax Tool. Also das ist die Befehlszeile dafür. Dann wird das runtergeladen und installiert. Und dann kommt schon auch die Befehlszeile, mit dem ihr das Ganze schreiben könnt. Na, das ist zum Beispiel jetzt nur die Firmware schreiben, das ist nur die Config schreiben und das ist beides schreiben, Config und Firmware. Config und Firmware kommen wir jetzt gleich darauf zu sprechen. Das ist auch verlinkt, wo ihr dann die ganzen, alles schön verlinkt. Na, hier könnt ihr euch zum Beispiel die neuesten Releases runterladen. Die Links findet ihr alle nochmal in meinem Blogartikel auf meiner Homepage. Und hier sind auch die verschiedenen ESP Miner Factory Dateien dabei. Ne, das ist jetzt alles schon die neueste Beta-Version, die würde ich nicht brennen. Also Beta würde ich unerfahrenen Leuten einfach mal empfehlen, die Finger davon zu lassen. Die Miner machen manchmal schon genug Schwierigkeiten. Wenn sie mal dann anfangen zu zicken, zicken sie richtig. 2.5 wäre zum Beispiel eine Variante, die könnt ihr jetzt nehmen, oder die 2.4.5. Das sind so die zwei, die wir eigentlich am beliebtesten momentan so verwenden. Die könnt ihr euch hier runterladen. Und dann können wir uns hier oben auswählen, welche Config-Datei das wir brauchen. Also zum Beispiel die 204, die sind die meisten Miner, die so im Umlauf sind. Es sei denn, ihr habt einen größeren, dann habt ihr natürlich in Supra zum Beispiel hier die 401, die 402 oder die 403. Dann die 6er, das ist dann schon Nerd-Miner-Klasse, also da geht es dann schon ein bisschen höher. Das ist jetzt etwas anders wie beim Webflasher, der das alles für euch macht. Aber wie gesagt, die haben halt das Problem, dass er euch teilweise mal hier von dem Supra die Bordbezeichnung reinschreibt. 401 zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Mal schon erlebt, dass die da drin steht. Hat mich 2 Tage gekostet, um rauszukriegen, wie man das denn hinkriegt. Und das passiert in diesen Config-Dateien. Ich habe mir jetzt hier mal ein Verzeichnis angelegt. Das habe ich einfach Pipe genannt. Ja, ist relativ, ihr könnt irgendwas da reinschreiben. So, da habe ich jetzt meine ESP Miner Factory 401 mal ein paar Mal runtergeladen. Vom Prinzip kann man jetzt sagen, die ESP Miner Factory 401 ist fürs Board 401. Ich kann die aber genauso auf dem 204er Board schreiben. Das wird nicht in dieser Software geregelt. Das heißt, wenn ihr euch das Update runterladet und das installiert über die Oberfläche vom Miner, die ESP Miner Bin, die kennt ihr bestimmt schon, da ist es ja auch für jeden Miner, sprich das gleiche. Das heißt, im Prinzip braucht ihr eigentlich bloß eine Miner Factory runterladen, entsprechende Version, und dann diese Config hier bearbeiten. Diese Config-Datei, ich habe jetzt eine 401 runtergeladen, hatte den Hintergrund, dass der letzte Miner, mit dem ich jetzt gerade rumgespielt habe, eben ausgewiesen war als ein 401er, und das war ein Lucky Miner. Beim Lucky Miner habe ich jetzt immer den Nachteil, es steht auf den neueren Geräten einfach nicht mehr drauf, was es denn für ein Board ist, und man muss das selber rauskriegen. Ich habe leider keine Seite dazu im Internet gefunden, wo das aufgelistet sind, welche Beschreibungen das da draufstehen. Da ist teilweise ein Datum angegeben, 2024.03.20. Das heißt, an dem Tag ist er wahrscheinlich gebaut worden. Und darunter steht noch eine PVXC-Nummer, und ja, sei denn gut. Da müsst ihr auf jeden Fall rauskriegen, welchen Miner das ihr habt. Ihr könnt das auch ausspielen. Ihr könnt auch die Config ESP jedes Mal ändern und einfach nur die Config flashen. Damit erreicht ihr, dass ihr quasi mit jedem Flash quasi die Bordversion einfach ändert. Das Problem ist, wenn ich einen 401er habe, der wird im Power Management intern anders gehandelt. Das regelt die Software hier, basierend auf den Daten, die hier drin angegeben sind. Das heißt, wenn ich jetzt vom 401 das korrigiere, also ich mache die mal ganz kurz auf, ich muss mal kurz umschalten, schalte mal kurz rum.
So, da haben wir jetzt mal die Config 401 CSV, das müsste jetzt eigentlich heißen Config 201, 204, Entschuldigung, aber ist egal. Wichtig für euch sind diese drei Einträge. Daran regelt die Software beim Laufen den Betrieb des Miners. Das heißt, du musst also wirklich schauen auf deinen Miner, was habe ich. Ansonsten musst du das hier wirklich ausprobieren. BDM 1366, das ist der Ultra. Wenn ich jetzt einen 88er Chip draus, 68er Chip draus mache, dann habe ich einen Supra. Ja, dann mache ich hier einen 401 draus. Und schon brenne ich einen Supra Bordversion 401. Das heißt aber, mein 201 Miner wird nicht mehr laufen. Der meint zwar und der kriegt seine Blöcke und er macht seine Jobs, aber er gibt keine Returns mehr vom ASIC-Chip und gibt die dann nicht an den Pool weiter, weil die Stromversorgung innen im System drin nicht mehr stimmt. Also zurück zu der 204. Ja, da müsste man das dann hier natürlich den Ultras noch auf Supra umbenennen, aber dann wäre das gepasst. So. Also wie gesagt, die Dinge hier, die müssen auf euren System passen. Okay? Wenn ihr das denn drinnen habt, dann wird für euch die nächste Zeile interessant. Und zwar, das ist die Programmierzeile, die wir brauchen. bitextool-config, dann die Punkte, die das den Punkt Backslash, den könnt ihr weglassen, wenn ihr es im selben Verzeichnis abgelegt habt, so wie ich. Dann Firmware und die Firmware, die ihr flashen wollt. So, die Befehlszeile hier mal jetzt eingefügt im CMD-Fenster hier. Das schiebt jetzt mal ein bisschen drüber. Naja, das ist auch blöd. Das ist jetzt den Flash-Vorgang von vorher, den habe ich ja schon mal gemacht. Und dafür habe ich diese Zeile benutzt auch. Ich habe jetzt die Config, dann habe ich hier dieses Punkt Backslash einfach nochmal weggelassen. Dann habe ich meine bearbeitete Editor-Datei, die ich bearbeitet habe, gell? Meine Bordversion 204, die korrekt ist für den Lucky Miner, den ich da in Bearbeitung hatte. Und dann die Firmware, die ich brennen will. Das ist in dem Fall die Factory 401. Kann ich mir natürlich jetzt auch die richtige runterladen, aber wie gesagt, die Firmware, das Firmware-File ist eigentlich meiner Erfahrung nach immer relativ irrelevant. Relevant sind die Config-Daten hier. Okay? Hier müsste dann bei dir normalerweise, jetzt solltest du es korrekt machen, würdest die Factory 204 drin haben und dann die entsprechende Version von deiner Software. Das Ganze kannst du jetzt flashen, kann ich jetzt nicht. Ich kriege hier einen Fehler, weil ich den Miner nicht mehr angeschlossen habe. Das kommen jetzt die Fehler. Anschluss des Miners ist natürlich jetzt auch noch so ein Punkt, da verlinke ich euch auch nochmal das Video. Breaking LV06 Miner, und da wird dann ganz genau drin beschrieben, wie man denn einen USB to Serial Port Bridge anschließt an den Miner, auch gegebenenfalls auf den Miner entsprechend die Anschlüsse auflötet, falls man diese nicht hat. Also gerade bei Lucky Miner sind die ja nicht drinnen und den Lucky Miner muss man dann ja wieder manuell irgendwie hier so flashen oder auch über den Bitax Webflasher, den ich auch nochmal verlinke, damit ihr überhaupt die Möglichkeit habt, über das BIOS selber, über die Oberfläche selber wieder Updates einzuspielen oder andere Firmware-Versionen. Lucky Miner ist dann ein bisschen gesperrt, aber wie gesagt, sie laufen nach wie vor perfekt mit der Bitax OS Software. Es steht da gar nichts im Wege, das zu tun. Beachtet aber bitte immer, ihr tut dies auf eigenes Risiko. Ich zeige euch nur, wie es geht. Ich übernehme keine Haftung, dass es bei dir auch funktioniert. Rein theoretisch ist auch im heutigen Zeitalter noch immer noch möglich, ein Gerät tot zu flashen, dass man gar nichts mehr machen kann. In der Regel kommt man aber irgendwie doch immer wieder auf das Gerät noch drauf, um irgendwas wieder aufzuflashen, dass man es wieder weiter betreiben kann. Gut, dann müsst ihr den Miner natürlich noch in den Boot-Modus versetzen. Das ist ganz einfach. Da müsst ihr euch dann das Bordversionchen anschauen, was ihr da habt. Und beim 204 ist es jetzt zum Beispiel so, der hat auf der Unterseite einen Boot-Button, den haltet ihr gedrückt. Der muss insgesamt 5 Sekunden lang gedrückt bleiben, in Verbindung mit dem Reset-Knopf. Das Ganze sieht so aus: Boot-Button drücken, gedrückt halten, kurz den Reset-Knopf drücken, Boot-Button weiterhin gedrückt halten, nicht loslassen. Bis 5, 6 oder 7 zählen, 5 Sekunden braucht er und dann den Boot-Button loslassen. Also Boot-Button drücken, kurz Reset dazu, bis 6 zählen, Boot-Button loslassen. Dann ist der im Flash-Modus und dann könnt ihr das hier flashen, läuft der schön durch. Und dann habt ihr die Anzeige hier wie das hier.
läuft es schön brav durch. Und das Ergebnis, was ihr dann habt, ich habe jetzt hier auf diesem Lucky Miner, das ist der besagte Lucky Miner, der überhaupt nicht mehr funktioniert hat, repariert. Ich habe da allerdings nochmal eine kleinere Version der Software aufgeflasht, eine 1.08. Das ist auch nochmal so ein kleiner Tipp. Wenn ihr Probleme habt mit dem Miner generell, dann könnt ihr immer die 218 verwenden für den 204. Das ist, da habe ich festgestellt, die läuft eigentlich am zuverlässigsten oder am besten, gerade zum Ausprobieren und zum Checken, ist das Ding okay. Und dann könnt ihr wieder auf eine höhere Version mit der Miner.bin updaten. Und ihr seht jetzt auch die Daten, die in der Config-Datei beschrieben worden sind, sind hier auch drin. BM1366, dann haben wir die Software und unsere Firmware. Dann schauen wir uns einfach noch mal ganz kurz den Lucky Miner an. Das ist auch der exakt, den ich auch bearbeitet habe. Das sieht jetzt einfach auch noch einmal, ich habe noch mal eine ältere Version eingespielt, die 218, mit der ich hier ein paar Sachen noch experimentiert habe. Und der läuft auch wirklich gut. Nach dem Flashen übrigens noch als kleine Bemerkung, solltet ihr das Gerät stromtot machen, ihr solltet den Stromstecker ziehen, eure Brick USB Serial Converter Schnittstelle abziehen und den Miner dann wieder entsprechend starten. Nach dem Flashen kann es sein, dass ihr den Miner natürlich erstmal neu über das Wi-Fi neu verbinden müsst. Müsst ihr unten links auf euer Wi-Fi-Symbol gehen und dann den Miner auswählen, verbinden und da dann erst einmal wieder eure Settings hier eintragen. Der BitX-Miner, dann eure SSID von eurem Fiwi und euer Fiwi-Kennwort, das Ganze speichern und das Gerät neu starten. Dann könnt ihr ihn wieder ganz normal über die IP-Adresse ansprechen. Gut, dann sehe ich hier gerade, da habe ich noch Felix drin. So, Save, Restart. Ach, jetzt habe ich die Statistik gelöscht. Macht nichts. Jetzt ist wieder alles bei 0, ist egal. Wir schauen uns die Logs an. Also der Miner läuft hervorragend, dafür, dass das Gerät eigentlich gar nichts mehr gemacht hat. Also da waren viele Flash-Versuche drauf, der war also wirklich tot geflasht, es ging eigentlich hier gar nichts mehr. Dann mit der Original Lucky Software ist er auch nicht mehr gelaufen. Da hat er auch nur noch die Jobs zwar bearbeitet, sie sind durchgelaufen, man hat seine ganzen Logs-Einträge hier auch gesehen, aber der ASIC-Chip hat einfach keine Rückmeldungen mehr gebracht und das liegt dann eben genau daran, dass ihr beim Brennen die richtige config.csv-Datei verwenden müsst, wo eure Wortversion drin steht, weil die Software das dann hier entsprechend managt, wenn das gestartet wird und da das falsche Gerät eingetragen ist, dann wird der Chip falsch verwaltet, falsch angesprochen und dann funktioniert es nicht, auch wenn es hier so aussieht für einen Laien, als würde er meinen, aber da steht dann hier die Difficulty auf 0, auf sowieso, 0 auf sowieso und solange das hier 0 auf sowieso ist, findet er auch nichts. Ja? Da muss immer die Difficulty mit angegeben sein, die ändert sich auch regelmäßig. Nur gar keinen einzigen Hash gefunden, was ist hier los? Noch eine Minute Uptime. Na okay, gut. Resolute rejected. Er ist aber gerade gelaufen. Ja, lassen wir ein bisschen Zeit. Also wie gesagt, das ist das ganze Hexenwerk vom Flashen und ihr seht auch unten hier die ganzen Werte jetzt. Die sind jetzt alle im korrekten Bereich. Und er läuft einwandfrei. Er meint jetzt einfach ein bisschen grob, nur so ein Testen, 24-Stunden-Test, aber auch stabil läuft. Aber die Hashrate bleibt stabil konstant gleich. Da besteht also gar nichts, keine Probleme ansonsten. Gut, sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Hinweis in eigener Sache, ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit für euch. Ich stecke mein privates Geld da rein und so weiter. Und wenn du den Kanal finanziell unterstützen möchtest, weil du es einfach gut findest, was ich hier mache, auch wenn die Qualität der Videos mal teilweise ein bisschen schräg ist, dann kannst du das gerne tun. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung, PayPal, Banküberweisung, Bitcoin und Lightning. Und ansonsten solltest du weitergehende Probleme mit deinem PC, deinem Miner, mit deinem Netzwerk, mit deinem Notebook oder mit deinem Server haben, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr Kontakt aufnehmen. Das erste Beratungsgespräch ist immer kostenlos. Dort werdet ihr dann geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Abo, Auftrag gegen Rechnung, ohne Haken, Ecken und Ösen. Ihr könnt euch dann noch nicht mal online registrieren, kann man gar nicht, haben die nicht. Ist eigentlich ganz witzige EDV-Firma, aber wirklich gut. In
In diesem Sinne, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Video.